Wir sind in Saarbrücken und die Christina hat gesagt, ich will unbedingt mal hier das Tannenhäuschen sehen. Ich habe ihr davon erzählt vor einer Stunde. Sie ist die Tochter von Michael Sauer, unserem Subaru-Händler. Hallo Christina. Hallo. Du machst deinen Master gerade in was? Gesundheitsmanagement. So, und du wirst jetzt gleich mal dir das mal angucken, weil da drinnen kann man so schön leben. Da ist ein Raumklima drin. Du wirst es gar nicht fassen und du hast vorher noch nicht reingeguckt. Nein, ich habe keine Schimmer. So, wenn du mal kurz mal mitkommst, wir schauen uns das Ding mal gerade von hinten an. Es ist ein Wohnwagen, der ist zugelassen als Wohnwagen. Es ist ein Tiny House auf Rädern. Das heißt, du kannst damit effektiv in Urlaub fahren. Du kannst es auch einfach abstellen. Man kann es auf den Campingplatz stellen. Man kann es vor die Haustür stellen. Und wie sieht's denn aus? Beschreib's mal. Sehr hübsch. Warum? Guck mal hier. Da ist hier vorne an der Seite ist Kupfer dran an der Seite. Es ist komplett aus Holz. Es sieht so aus, als kämst du aus Bayern so ein bisschen. Das stimmt. Es ist einfach im Gesamten ein Match. So. Holz und Kupfer Holz und Kupfer. ist ein Match. Wenn du mal kurz mitkommst, Christina, du spielst Handball. Ja. Du bist recht aktiv. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal für eine gewisse Zeit zu sagen, ich mache mal eine Auszeit, gehe mal so ein halbes Jahr einfach mal nach Portugal runter, direkt ans Meer. Du machst morgens die Tür auf und Direkt machen Direkt? wir das. Direkt. Und dann so ein Haus auf Rädern. Ich bin in 10 Minuten weg, wenn du es willst. Ja, es ist made in Germany. Der Mann, der es gebaut hat, ist hier. Du bist nicht aus Bayern, du kommst aus dem hohen Norden. Aus dem hohen Norden, aus Hasefeld. Ja. Das ist zwischen Buxtehude und Stade. Hättest du das gedacht? Ich weiß nicht, der Mann hat einen Hut an. Passt. Wir haben das letzte Video von dir gefilmt. Du sagst, das hier ist das XXL-Projekt, was du gemacht hast. Ist das größte Haus, was du bisher gebaut hast? Das zweitgrößte, 6,50 Meter Grundrahmen. 6,50 Meter. Was gerade eben die Christina gesagt hat, ist das Design mit den, ich sag mal, das steht so vorne vor und so weiter. Das hat auch praktische Gründe, oder? Ja, das ist eine Kupferkante, das ist eine schön überdachte Fläche. Wir haben Thermoholz im Außenbereich. Das brauchen wir nicht pflegen, das ist pflegeleicht, das vergraut und sieht irgendwo immer lecker aus. Die Breite von dem Fahrzeug? 2,55 Meter, Außenbreite Europamaß. So, wir bräuchten mal ganz kurz die Christina mal als laufendes Metermaß. Wenn du dich mal gerade davor stellst und mal die Arme ausbreitest, dass man das mal sieht. Und wie groß bist du heute? Heute ein bisschen kleiner, 1,66. 1,66 ist das Gardemaß. Vielen Dank erstmal. Es ist sehr schmal. Das heißt, der Vorteil ist, je schmaler das ist, Christina, desto eher kriegst du das durch die Einfahrt durch. Und wir haben gerade eben gesehen, er kann gut fahren. Wäre das jetzt für dich erstmal ein bisschen viel? Ich würde es schaffen. Ich glaube, du unterschätzt mich. Meinst du? Ja. Wir machen gleich mal Fahrübungen, fahren auf dem Parkplatz, auf dem Jetzt habe ich Globuspark. hochgepokert, ja. Ja, da vorne ist noch, da ist noch eine Kiste drin. Was ist da drin? Da haben wir die Gasflaschen drin. Die Gasflaschen, Wir zeig mal sind bitte. völlig autark. Ich mache mal eben auf. Du brauchst nichts. Du kannst im Winter stehen, ohne dass du irgendwas machen musst. So 2 Gasflaschen. Gasflaschen für die Heizung, für die Küche und ja, dass man damit auch leben kann. Wir sind völlig autark. Wir haben 375 Watt Solarmodul auf dem Dach, ein dickes Batteriesystem. Das zeige ich euch gleich drin. Wir sind in der Natur völlig mobil unterwegs. Leichtbau ist anders. 3,5 Tonnen Chassis. Was kann der an Zuladung noch? Wir können noch 400 Kilo zuladen. 400 Kilo Zuladung. Das heißt, das Ding ist massiv gebaut. Ich habe gerade eben einen Scherz gemacht, habe gesagt, wir können das ja mit der Hand drücken. Bei 3,5 Tonnen, 3 Tonnen nicht so ganz einfach, oder? Bei einer Doppelachse ist es schon etwas schwieriger. Ja. Wir haben im Innenausbau Zirbenholz verbaut. Das ist von Haus aus schwieriger, aber natürlich eine ganz leckere Holzqualität. Zirbe, das wirst du gleich merken. Das sagt dir erstmal nichts, Zirbe, Doch, oder? sag mir was. Sag mal, wo Ich bin wird das? öfter mal in Südtirol im Urlaub, deshalb weiß ich, was das ist. Was wird zum Beispiel aus Zirbe gebaut? Was denkst du? Was du kennst aus Südtirol? Ja gut, ich kenne es nur von so Deko-Artikeln halt oder so. Ich geb dir einen Tipp. Es soll auch sehr gesund sein. Du fährst hab ich Ski. gehört. Du Ja, fährst Hütten. Hütten? So, und jetzt hast du einen Skiurlaub, du hast einen harten Skitag, du kommst zurück, hast alles Betten. abgestellt. Nee, du bist unten meistens im Keller ist es. Es ist sehr heiß. Sauna. Eine Sauna. Ist das meistens auch verwendet für Saunen, oder? Richtig, und das bauen wir. Wir bauen jede Menge Zirbensaunen. So, Zirben. Das riecht auch ganz extrem. Das werden wir gleich mal sehen. Sie darf ja noch nicht reingucken. Ich habe gerade eben gesagt, ich bin wirklich ganz aufgeregt. Die Christina kommt mal kurz mal zu mir, sag mal so nett, dass wir ihn mal gerade sehen. Siehst du, er macht nämlich genau das Gleiche. Er hält die Hand drauf, um die Haptik mal ein bisschen zu kennen, weil die meisten Holztypen, die du aus dem Baumarkt kommst, sind nicht echt. Das ist kein echtes Holz. Und das ist echt, oder?
Ja, echtes Holz, echtes Thermoholz. Ist das teuer? Das ist ein sehr teures Holz, ja, aber leicht, sehr leicht. So, da kann es nicht reinregnen. Aus, ich sag mal, ganz vielen verschiedenen Gründen. Das ist alles überlappt, oder? Ja, wir haben jetzt sogar eine Kupferdachrinne eingebaut, sodass das Wasser gezielt abtropfen kann. Kann man das sammeln, das Regenwasser? Ja, wir haben so ein kleines Kettchen, so eine Kupferkette. Da kommt ein kleiner Tuch an der Seite ran und schon haben wir das Wasser zum Auffangen, um die Blumen zu gießen. So, du hast 10 Fahrzeuge bereits verkauft. Viele auch aufgrund meiner Videos, so muss man Ja, sagen. gerade 10 aufgrund deiner Videos. Echt? Sonst haben wir schon 150 verkauft. Aber das letzte Video war der Kracher. War der Kracher. Da vorne ist ein Bewegungsmelder dran, wie zu Hause. Ja, das sind 3 Bewegungsmelder, die wir haben, sodass wir auch abends, wenn wir uns ums Häuschen herumgehen, jederzeit Licht haben. German Television, du bist extra den weiten Weg gekommen. Ich hätte es ja eigentlich schon gefilmt in Düsseldorf, aber die Zeit hat es nicht erlaubt. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, Ja, dass wir gerne. mal den Platz mal freiräumen, komplett mal, dass wir es mal draufkriegen. Es sieht aus so ein bisschen von der Seite, so ein bisschen yachtmäßig, oder? Ja, wir haben angefangen mit Yachthütten und haben natürlich das Yacht- und das Naturfieber immer dabei. Ich dachte jetzt Segelyacht eigentlich. Also ich zeig das mal gerade. Interessant, so kann man es auch verwechseln. Was dir zunächst mal aufgefallen ist, Christina, ist, dass er hat echte Fensterläden. Ja, das ist so charmant. Mega, oder? Ja. Ey, ich feiere dich so sehr dafür, weißt du das? Du bist wirklich, du warst aber auch der Star auch teilweise auf der Messe. Ja. Du warst In der Halle 11, also wir haben den ganzen Tag voll zu tun gehabt. So, das Ganze steht auf 3,5 Tonnen. Darf man den fahren mit dem BE, je nach Zugfahrzeug? Ja, Darfst du. darf ich. Hast du einen BE? Führerschein? Ja. Hast du? Habe ich. Okay. Auch mit der Haarfarbe, tatsächlich. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass du blond bist. Ich frage ja nur, ob du einen hast. Ich war eben Fenster schauen. schon skeptisch, ob ich das Ding Du kannst das, 100%. Ich kann ja gleich mal aus dem Fenster schauen. Genau. Das würde ich gerne sehen, aber mit zu einem Laden und dann aufmachen, rausgucken, winken. Das hätte ich gern. Im Prinzip so Werbesprech so ein Ja. bisschen. Ja. Wir schauen mal. Dann hinten, du hast es ganz reduziert. Das spricht meistens dafür, wenn da keine Fenster sind, da sind irgendwelche Installationen drin. Aber sag noch nicht, was hinten ist. Ich habe nämlich eine Vermutung, auch ich sag's noch nicht. Ein paar Sachen kann man sehen, Christina. Ich zeig dir mal gerade was. Komm mal mit. Da vorne ist die Heizung drin. Das ist der Heizungskamin. Die saugt an und bläst raus von Truma. Könnte sogar schon Diesel sein, aber es ist wahrscheinlich Gas. Wir haben die Gasflaschen ja gesehen. Und es ginge auch mit Diesel. Geht auch mit Diesel. So, und da, was ist das da? Das ist Zuluft. Zuluft. Okay, denn du hast ein Lüftungskonzept entwickelt, bei dem automatisch per Kamineffekt der an- und ausgemacht werden kann. Du hast immer frische Luft. Ja, wir haben Thermohanf als Dämmstoff, wir haben Zirbe im Innenbereich als Holz und im Außenbereich Thermoaspe. Das ist eine Wand, die atmet. Wenn du damit auf dem Campingplatz stehst, zum Beispiel die Christina wird jetzt am Campingplatz fahren, die wird mal sagen, hier, wir fahren das mal nach Saarbrücken, du weißt ja unten Güdingen, da ist ja so ein Campingplatz. Wie sind die Reaktionen? Kann man da überhaupt noch campen oder kommen die Leute in Scharen? Wir haben viel Besuch. Echt? Ja, wirklich viel, weil alle schauen wollen. Aber das machen wir natürlich gerne, wir zeigen gerne unsere Produkte. Es ist ja nicht ganz billig. Das ist handgefertigt, das ist ein Haus auf Rädern. Das könntest du auch fix installieren. Machst du auch, oder? Teilweise. Ja, wir haben immer den Trägerrahmen und können unter jedem Trägerrahmen eine Achse verbauen, in diesem Falle 2 Achsen, weil wir über 6,50 Meter Grundrahmen sind. Wir machen 4 Größen von 3,50, 5,650 Meter bis 8,50 Meter. Also noch etwas länger. Noch etwas Nochmal länger. 2 Meter länger. Unglaublich. So, Christina, es ist soweit. Der Spannungsbogen. Es ist sau heiß draußen. Bei dir ist so. Du warst gestern beim Spiel 1. FCK gegen. Wir reden hier von Saarbrücken. Du warst im Spiel Hoffentlich nur ein feuchter Versprecher, das da. 1. FC Saarbrücken gegen. Wer hat gespielt? Wien Wiesbaden. Unentschieden war es. So war das. Leider. Und du warst tatsächlich in der VIP-Lounge, hast du das gemacht. Du bist relativ lediert, muss man sagen. Du hast gesagt, ich kann den Dreh wahrscheinlich gar nicht machen. Und jetzt ist draußen sauheiß. Und jetzt geh mal rein und Jetzt gucken wir mal. fühl mal wirklich, du bist die ganze Zeit gefahren in der Hitze. In der Hitze. Und jetzt das Klima hier drin. Und das Bett ist schon vorbereitet für mich. Ist in die Klimaanlage gerade am Laufen? Nein, keine Klimaanlage. Ich habe die Lüftung im Badezimmer, kann ich mal eben ausmachen. Wir haben keine Klimaanlage. Die Klimaanlage ist die Wand. Der Thermohanf, das Thermoholz im Außenbereich und die Zirbe. Was das krass ist, du hast eine ganz normale Haushaltstür hier eingebaut. Eine Klöntür. Eine Klöntür. Was heißt eine Klöntür? Das heißt eine geteilte Tür. Ich kann sie im Grunde genommen geteilt aufmachen, sodass ich im Winter oder im Frühling das tolle Klima habe.
Ich hab dir doch erzählt, der ist total crazy. Der baut richtige Hütten, die du fahren kannst, ja. Das ist verrückt. Einfach mal noch die Tür geteilt. Die Tür geteilt. Das kennst du ja aus dem Pferdesport, da gucken die Pferde mal raus, oder? Genau. Der Vorteil ist, dass Hunde, die rumlaufen, ja, die können es oben weglaufen. auflassen, die können nicht weglaufen. So ist es. Es sei denn, die springen so hoch. Mach mal bitte nochmal zu, wegen dem Licht. Jetzt kommt es noch besser. Du hast, das brauchst du aber nur andeuten, eine richtige Haushaltstür. Das heißt, die kannst du auch ordentlich abschließen. Ja, 5-fach verriegelt. 5er verriegelt. So. Da oben ist ein Fliegenschutzgitter mit Jawohl. drin. Das kann man jetzt nur andeuten, weil das ist natürlich, wenn die Tür auf ist. Wenn die Tür auf ist oben, den oberen Flügel, dann kann ich das mit Fliegengitter absichern. Okay, das heißt, du kannst die Tür auflassen, stehst am See mit Mücken, kennst du ja, und dann bist du drin. Man kennt's, ja. So, dann eine große Küche hast du eingebaut. Ja. Die ist wahrscheinlich. noch alles versteckt. Du bist ja noch Studentin, oder? So im Endstadium mit Ja. deinem Master. Ich koche aber, falls du darauf hinaus möchtest. Gerne. Gerne. Ja. Was zum Beispiel, was kocht man, Sarah? Sag's doch. Soll ich Dippelappes sagen? Dippelappes, kannst du sagen. Aus dem Aldi oder selbstgemacht? Wer ist doch noch kochen? Wir haben natürlich auch immer was zu trinken unterwegs dabei. Immer Zeig mal. kalt, ne? Da ist ein richtiger Kühlschrank drin. Das heißt, ein Kompressorkühlschrank. Ist Solar auf dem Dach? Ja, wir haben 375 Watt auf dem Dach. Das heißt, du kannst deinen eigenen Strom erzeugen. Ja. Krass. Das heißt, eigene Heizung, eigener Strom. Jetzt brauchst du noch einen Router oder halt ein Handy. Das ist gut. Wir trinken auch gleich mal einen, weil die Christina hat schon gesagt, sie hat wieder Bierdurst nach dem Spiel gestern. Abwägen. Kontern oder Wasser? Da zeige ich euch jetzt mal die Technik. Warte mal kurz, ganz kurz, warte mal. Ich muss das mal zeigen. Bitte mal unten drunter öffnen. Du hast eine richtige Küche drin mit Mülltrennsystem. Das ist jetzt der Wassertank. Auf Wunsch kann der Kunde mehr kriegen. Genau, wir haben also einen großen Wassertank unterm Bett und draußen einen Abwassertank verbaut. Aber für das frische Wasser haben wir immer 2x10 Liter im Küchenbereich selber verbaut. Das ist alles Zirbe, was ich hier sehe. Das heißt, du kannst es abschleifen, hast wieder den Zirbenduft nochmal neu irgendwann mal. Dann das Gewürzregal, das ist schon eine Frechheit. Ja. Du weißt, an wen ich denke, der auch sowas baut in seine Reisemobile rein. Ja, ich weiß es, der Wilddieb. Der Wilddieb. So, ich zeig's mal. Also ein Gaskocher ist mit drin, da vorne ist eine Spüle mit drin. Zeig auch die mal. Da haben wir natürlich immer noch Das Messerzeug. Sekt- und Weingläser dabei, die wir unterwegs immer mal nutzen müssen. Ne? Okay. Was ist oben? Das ist ganz normaler Schrank. Okay. Haben wir jetzt für den Transport natürlich nichts drin. Alles massiv. Ja, alles massiv mit Zirbe gebaut. Boah, du bist mein Held. Wie kommt das, dass das hier sich nicht verzieht, das Holz? Ist das so massiv gebaut, oder? Ja, wir haben natürlich Verstrebung. Wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Zirbentür bauen, müssen wir natürlich schon darauf achten, dass sich die Tür nicht verziehen kann. Christina, du bist ja du nimmst immer alles mit in den Urlaub. Ich nehme an, du buchst den 20 Kilo zusätzlich Koffer noch? Nee. Ich schätze falsch ein. Erzähl mal, was ist so dein... Ich bin recht minimalistisch. Ich käme mir gut zurecht. Ich hätte sogar noch Platz, denke ich. Platz. Aber zwei Riesen, wer sich auskennt, das hast du ja normal nicht, oder? In Wohnwagen. So, das ist cool. Ja, und Technik, die wolltest du mir... Und jetzt die Technik. Hier ist Victron. alles drin. Du musst richtig nach unten gucken. Die ganze Wand ist voll. Ein eigenes Hirn. Hier schaltet sich alles von selber. So, da vorne ist Lithium drin, das kann ich schon mal sehen. 2,56 Wattstunden, 2,5 kW kommen aus der Batterie raus. Das heißt, da kannst du föhnen, kannst alles mitmachen. Kannst du Haare waschen. Gibt es auch warmes Wasser hier? Ja, wir haben natürlich warmes Wasser. Wir haben die Truma, Warmwasser und Umluftheizung. So, da kommt der Strom her, 2 Solarrädler. Quatsch, ein DC-DC-Charger, also ein Ladegerät ist mit drin und Solarrädler. Was hast du da vorne noch? Umwandler, sodass wir auch Umwandler. mit Strom arbeiten können. Okay. Und natürlich 230 Volt an Bord, ganz wichtig. 1,6 kW, das heißt, der Föhn würde sogar gehen. So, bitte mal zumachen. Dann, ganz wichtig, guck mal hier, das ist ja nur fürs Feeling, weil der Wagen selber macht ja schon warm, aber der Ofen hier, ist wahrscheinlich irre schnell warm hier drin. Wie kann man das regulieren? Fenster auf oder wie? Ja, das können wir nur mit Fenster aufmachen, weil der Ofen 9 kW hat. Das ist völlig überdimensioniert. Aber das war eben der Wunsch, den wollten wir hier einsetzen. Das ist unser Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. So, der kommt woher, der Ofen? Wer baut sowas? Der kommt aus Bayern. Aus Bayern. Hast du schon gesehen im Wohnwagen? Einen echten Kaminofen. Da bin selbst ich ausnahmsweise sprachlos. Und ich kann die Kette da draufstellen, weil ich auch kochen kann. Ja, ich habe dir erzählt, dass sie kommt, die Christina, und du hast direkt gesagt, okay, wenn sie kommt, dann kriegt sie Rosen. Genau.
Der So. Mann ist einfach super vorbereitet. Auf alles. Auf Die alles. Gläser, alles parat. Christina, 1,66, mein lebendes Metermaß. Wenn du mal gerade so lieb bist und einmal das Bett testest und mir mal sagst, ob das so gut ist wie zu Hause, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist riesig, das Bett. Ja, Darf ich die Schuhe anlassen? Aber natürlich. Okay. So, mal kurz drauf. Bettmaß, was haben wir hier? 2 Meter mal 1,60 Meter. Echt? 2,6 Meter sogar. 2,6 Meter lang und 1,60 breit. Fühlt sich aber an, als würde ich das fast ausfüllen von der Länge. Ja gut, du liegst ja normalerweise nicht so, oder beim Schlafen? Oder doch? Immer. Immer. Gerade. Du bist So. so. Vor allem nach so Abenden wie gestern. Und du bewegst dich dann gar nicht mehr. Okay. Komatös. Komatös, so. Ja, da oben hast du Schränke mit drin, da kommst du dann ran. Dann hast du die richtigen Fenster, die hatte Christina direkt gesehen, hat gesagt, darf ich da mal rausgucken? Darf sie natürlich. Auch hier haben wir Fliegenschutz. Da haben wir Fliegenschutz, für hier haben wir auch Fliegenschutz, das haben wir jetzt unterm Bett. So, dann ganz wichtig, sie ist ja bald fertig mit der Masterarbeit. Hier kannst du dann lernen. Ich glaube, das kann man ganz besonders gut, wenn so Portugal, hier siehst du das Meer. Gut, hier ist Sendezentrum von uns, vielleicht nicht so schön, aber das ist so. Oben, Schränkchen. Schränkchen, sag mal, Jawohl. die Prospekte. Die Prospekte für die Messe. Ist das hier der Wandaufbau? Kann man den sehen? Oder? Das ist, nee, das ist der Fußboden. Der Fußboden. Ja. So, was ist hier zu sehen? Was sieht man? Wir haben also noch eine zusätzliche Dämmung hier eingebaut und eine Schwerholzschicht, dass wir also richtig ein wohliges Gefühl haben. So, ich zeig das mal gerade. Zur Ehrenrettung, erstes Video für die Christina. Ich habe sie gerade eben hier hingezogen und habe gesagt, ich zeig dir mal was richtig Cooles. Ist es cool? Ziemlich. Ziemlich. Ziemlich cool. So, das ist der Fußboden, das heißt oben ist eine Nutzschicht. Das kann der Kunde selbst bestimmen. Was Das kann der Kunde selbst bestimmen. Hier haben wir jetzt eine Nutzschicht, die wir beim Waldkindergarten gerne einsetzen. beim Ja, Waldkindergarten. wir bauen noch Waldkindergärten. So, was kann der Kunde denn selbst bestimmen? Alles? Hier Alles. drin? Er kann genau bestimmen, wie er den Schrank haben möchte, wie die Anordnung des Raumes ist. Und der Kamin ist, kann man sich auch aussuchen? Ja. Oder? Wir haben demnächst den kleinsten Kamin der Welt. 1,3 bis 3 kW aus der Schweiz. Kenn Der ich. ist nur 20 mal 20 Zentimeter groß. War Na. auf der Messe auch. Name von dem? Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Ich sag's dir gleich. Er heißt, Ich habe ihn auf der Zunge. ich habe ihn schon ein paar Mal. Fantastischer Bett Unternehmer, noch mal machen, Ein-Mann-Betrieb. Ist da was drunter an deinem Bett? Kann man das nutzen, den Platz? Das ist Platz, den wir freiräumen können. Da haben wir einen Wassertank unter. Zeig mal Und drunter. wir können das dann natürlich auch noch nutzen. Aber der absolute Hammer ist das Klo. Das muss ich dir gleich mal erzählen. Das heißt, du hast da irre viel Platz drunter. Sachen noch drin, ne? Ja. Die Lampe, die müssen wir abbauen, die Mittellampe, deswegen ist der Karton da unten noch drin. Du hast eine Mittellampe drin, so eine Schwinglampe wie Nee, diese große Mittellampe. die große Mittellampe. Der Flügel. Ich mach den noch mal eben an. Alles hier drin hat Stil. Sogar die Lichtschalter sind aus Bakalit, habe ich gesehen. Au. Wenn ich mich nicht täusche. Gut, da ist jetzt Weißlicht ohne Ikea-Birne drin. Aber da könnte man jetzt was anderes reinmachen. Aber Das ist ja gut, so ein typisches Licht, was mein Vater präferieren würde. Weißes Licht. das ist der Michael und der Papa. Der Papa. Warte, ich schieß mal gerade von ganz hinten nach ganz vorne. Wenn du dich mal gerade aufs Bett setzt und einfach mal so tust, als ob du das lieben würdest, das Auto. Da sind wir, Sitzend am Bett. sitzen am Bett. Okay. Einfach mal zu mir schauen. Das könnte ein Startfoto werden. Ja, Mal gucken. Vielen Dank. sehr gerne. Dann, Christina, komm mal her. Jetzt musst du mal raten, was das hier ist. Guck mal hier, das ist ein Klo, ist klar, oder? Aber wie funktioniert das? Das Klo oder generell Klo. der Vorgang? Nein, der Vorgang. Das heißt, du machst da ja, ich sag mal, irgendwelche Sachen rein. Und wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Das ist wie mit den Socken in der Waschmaschine. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn du mal öffnest. Mach mal auf. So, jetzt mal kurz mal beschreiben, was da drin ist. Eine Art Tüte, Eine Tüte, stimmt? filtermäßig. Eine Tüte bitte noch nicht beschreiben. Drauf steht Cinderella, heißt die Toilette. Kostet, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro. Ja, 5.500. 5.500 und hat was ganz Besonderes, wenn wir mal zeigen, wenn du die mal gerade auseinander nimmst. Ja, mach ich. Und Also, wir machen den Toilettengang, ja, schließen die Toilette ab, drücken auf den Knopf. Jetzt öffnet sich der Schacht. Das, was wir dort hineingelegt haben, fällt nach unten und wird im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Und wenn ich dann schauen will, was ich am Ende über habe, nur noch Asche. Und die kann ich auf dem Campingplatz warte, ich zeig mal das Gesicht von der
Hast du es schon mal gesehen? Nein, das Erste, was mir, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich dachte direkt, die Kacke ist am Dampfen. Das ist so, das wird komplett verbrannt. Es gibt sogar, als Test macht ihr auch Bananen rein. Ja, genau. Das ist, also man will ja nicht da mal so ein Ei reinlegen oder so. Wieder zu, Ja, einmal runter, ja, einmal runterdrücken Ja. und die Toilette wieder einsatzbereit. das war's. Und man kann, wie oft hintereinander kannst du gehen? Eigentlich alle 10 Minuten können wir auf Toilette gehen. Okay. Und du darfst auch das Feuchte, kannst du auch reinmachen. Ja, Genau. Auch das wird verdunst. Cinderella. Also wer auf den Namen kam und da an Cinderella dachte, denke ich mir natürlich direkt an Disney. Irgendwie passt das nicht, aber ist egal. Dusche. Ja, Jetzt ist der Wasservorrat wie hoch bei dir? 80 Liter. 80 Liter. Ja, Das heißt, aber nach was, Wunsch auch mehr. was wir gerade gesehen haben, das war nur zum Spülen, die 2x10 Liter. Genau so ist das. Dass wir immer frisches Wasser haben zum Zähneputzen, zum Trinken. Und Ach, du hast es getrennt. Das Brauchwasser. haben wir getrennt und das Brauchwasser haben wir dann extra. So große Dusche, geh mal bitte rein. Ja. Kannst ruhig reingehen, die ist so groß, dass man sogar zu zweit duschen kann, weil wir die Rundung mit ausgebaut haben. Ich habe Kunden, die noch gewichtiger sind als Macht ich die Rundung Sinn. und die duschen zu zweit. So, das heißt, du hast die Rundung drin und du könntest vollkommen Macht echt Sinn. über deine Liebsten herfallen, während du duschst und keine Ahnung, was man macht. Aber es könnten ja auch kleine Kinder drin sein, die man zum Beispiel duschen will oder ein Hund könnte mal reinpassen. Zum Beispiel. Das geht. Ja, alles. Was ist das gebaut, die Dusche, das Material? Das ist also eine Fertigduschwanne und die Wände schneiden wir selber zu. Die müssen ja passgenau am Holz angepasst werden. Demnächst haben wir sogar die Möglichkeit, dass wir Motive mit einbauen. Was? Motive, das heißt also eine Seelandschaft, sodass wir nicht nur weiß, sondern eine schöne Innenwand haben. So, du willst wahrscheinlich deinen Vater hinhängen, oder? Oder auch nicht. So, ich zeig's mal ganz. Das ist übrigens, ihr Vater ist wirklich der Mann, der bei uns Hunderttausende von Aufrufen hat bei unserem Kanal, der Subaru Michael Sauer. Das ist dein Papa. Deswegen haben wir dich eben abgeschleppt und haben gesagt, wir müssen dir das Ganze mal zeigen. Dusche ist Echtglas eigentlich? Ja, Echtglas? ja. Wie geil. Dann das größte Waschbecken der Welt. Das muss ins Guinness-Buch der Rekorde. Wenn du mal gerade deine Hand da reinhältst, Christina, Ja. dass man mal Gerne sieht. ein Händevergleich. Und? Passt. Ja, es muss ja gar nicht groß sein, oder? Also für so Zähneputzen und so Reicht. reicht. So, Hände waschen. So, dann komm du mal gerade raus, dann film mich mal gerade die Christina, dass man die mal gerade im Bad komplett hat. 1,66 Meter plus 2 cm Schuhe. Und da vorne ist die Toilette mit nochmal Fächern drunter. Im Großen und Ganzen war es das schon. Die Christina kann ich jetzt einschließen. Das ist eine wirklich ganz massive Tür. Das heißt, wir reden über Vollholz. Oder hast, Vollholz, genauso ist es. Auch aus Zirbenholz gebaut. weil du es kannst, oder wie? Weil wir es können, ja. Wir haben einen Tiroler Tischler, der uns immer wieder inspiriert. Ein guter Freund von mir aus Seefeld. Das ist der Hammer. So, jetzt die Reaktion nochmal Campingplatz. Also, Campingplatz. Eins muss ich euch noch zeigen. Mach mal. Unser Brotkastel bauen wir auch selber. Bei uns in der Werkstatt auch aus Zirbenholz. es gibt hier in Saarbrücken einen Bäcker, der ist in St. Arnold. Du kennst den? Du kannst ja echt. Ich bin auf der falschen Saarseite. Genau, Saarseite. Der backt so gutes Brot. Ich habe zwar komplett vergessen, wie er heißt, aber die haben noch in der Innenstadt eine Filiale. Ja, Brot und Sinne. Brot und Sinn, genau. Brot und Sinne. Ja. Und da können wir das Brot reinlegen. Das hält länger, oder wie? Das hält länger, weil das saftiger bleibt durch die Zirbe. Die Zirbe ist ja immer etwas feucht, das Zirbenholz. Hier haben wir nochmal versteckt unsere Technik, wo wir genau sehen können, wie viel Wasser haben wir an Bord. Ah, das neue Truma Bedienteil. Genau so ist es. Hast du eins bekommen vor der Messe? Ja, schwierig zu kriegen momentan. So, da vorne ist Votonik drin. Hier kannst du sehen, zum Beispiel, wie voll deine Batterie noch ist. Nicht, dass du morgens aufwachst, hast keinen Strom mehr, kannst nichts mehr machen per WhatsApp, dein Handy nicht mehr laden oder so. Und unten ist für die Heizung. Du kannst die Heizung einstellen, wenn du nicht gerade deinen riesen Ofen befeuerst. So, dann schieße ich noch einmal vom Bett hier rüber. Da müsst ihr euch mal gerade mit mir aufs Bett setzen. Ein bisschen klein machen. Das ist nämlich so groß, dass man das kann. Das ist schon irre. Warte, ich zeig das gleich mal. Es ist so viel Platz hier drin. Deckenhöhe, was haben wir hier stehen? 2,25 Meter. 2,25. So, Einsatzpunkt. Das ist ja, ich sag mal, was ganz Spezielles. Preis hier von dem. Ah, warte mal, wir lassen mal schätzen. Die Christine hat ja schon richtig viel Geld angesammelt im Laufe ihres Lebens. Und was schätze, was kostet das? Oh je. Schätzen. Nee, wir helfen dir nicht. Sag mal eine Ich Zahl. habe gedacht, mit einem netten Blick funktioniert es vielleicht. Kannst du vergessen. Schätze mal.
Ich habe mal gehört, was so ausgebaute LKWs kosten. Die sind sehr, sehr teuer. Ich stapel jetzt mal. Okay, ich sag gar nichts. 200.000? Nee, ganz so teuer nicht, aber 120 kostet das Häuschen. 120. Bauzeit, wie lange bist du dran? Wir machen 24 Häuschen im Jahr und wir brauchen also, 2 Stück machen wir im Monat. Ist das Made in Germany? Ja. Ihr baut in alles Deutschland bei noch? uns in Hasefeld. Ist ja teuer mit so Kosten, Stundenlöhne und so. Ja, es ist schwierig, aber ich habe Top-Leute. So, hier drunter, ich zeig das mal. Also da kann man noch Ablagen hinmachen. Wir sind fast durch, da haben wir noch ein Schränkchen. Sensationell. Für uns Süßigkeiten, für die Lakritz Messe. für die. Ich zeige die direkt. So, wir sind durch. Fast natürlich. Und jetzt machen wir noch mal einen Blick aus dem Fenster raus. Ja, mach mal. Und ich schieße mal gerade von draußen, dass wir das sehen. Das kannst du abklappen, das ist eine Arbeitsplatte. Ich gehe mal raus, ich guck mal raus. Endlich kommt der Moment. Endlich kommt der Moment. Das ist übrigens die Tür, dass ihr das mal seht. Das ist die Mehrfachverriegelung. Die hat er komplett gelöst. Da hast du überall Vorhänge noch mal mit drin zum Thema Verdunklung. Und ein richtiges Haushaltsschloss mit drin. Das heißt, durch die Tür kommst du erstmal nicht rein. Ist überhaupt schwer hier einzubrechen, weil du musst dann wirklich ein Fenster raushebeln. Du hast ja Fenster wie zu Hause. Und alle schauen auf das brennende Haus. Nur der Klaus, Der schaut raus. der schaut raus. Wenn du mal kurz rausguckst, gerade mal fürs Video. Bin ich jetzt Klaus? Ja, du. Nee. Klausine. So, wenn du mal kurz schaust, das sieht gut aus, das Startbild. So. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze kriegt man unter www.tannhäuschen.de. www.tannhäuschen.de. Ich zeig das mal gerade, es ist ziemlich heiß. Wir haben September. Es war irre heiß am Donnerstag auf der Messe. Weißt du noch? Ich schwitze noch von der Messe. Du schwitzt noch von der Messe. Wie waren die Reaktionen auf der Messe in Düsseldorf? Unglaublich. Ja? Unglaublich. Wir waren ja die Einzigen mit so etwas. Hast du was verkauft, Venus? Ja, einige Häuschen. Einige Häuschen. Haben die mein Video gesehen meistens? Ja, genau so. So, da Genau so ist es. Und komm mal gerade zu mir raus, bitte. Denn 2, 3 Fragen habe ich noch. Also da vorne ist der Kamin, da könnt ihr das Ganze sehen. Kamera wird schon langsam heiß, aber das kriegen wir hin. Und er hat sein Werbeschild dabei. Komm, das können wir mal machen. So, Tannhäuschen einfach googeln, da kommt man direkt auf die Seite drauf. Willkommen daheim. Man kriegt das Prospekt online wahrscheinlich als PDF. Ja. Wartezeit, wie lange wartet man? Ja, 6 bis 8 Monate momentan noch. Gut. Dein Fazit? Ja, es hat jetzt ein bisschen länger als 10 Minuten gedauert, aber ich würde jetzt fahren dann. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tannhäuschen. Das große Modell heißt wie? Das heißt Tannhäuschen 6.5. 6.5. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.